Servus Leute, willkommen bei Geekworld. Viele Tablet-Besitzer kennen es ja bestimmt, wie kompliziert es werden kann, wenn man mit der Touchscreen-Steuerung spielt. Aus diesem Grund hat nun SteelSeries die Free Touchscreen Gaming Controls auf den Markt gebracht, um den Spielern ein haptisches Feedback zu ermöglichen. Ob das gelingt und ob sich der Kauf dafür lohnt, das seht ihr jetzt. Die SteelSeries Gaming Controls werden in einer kleinen Box geliefert, die außerdem als Schutz- und Tragetasche dient. Des Weiteren befindet sich noch eine mehrsprachige Bedienungsanleitung und ein SteelSeries Aufkleber im Paket. In der Box befinden sich 3 Knöpfe mit SteelSeries Logo, 12 mm Durchmesser und 8 mm Höhe, sowie ein Analogstick mit 57 mm Durchmesser, wobei dort die durchsichtige Halterung mit 9 Mini-Saugnäpfen versehen ist. Wie von SteelSeries gewohnt ist die Verarbeitung auf sehr hohem Niveau. Die Buttons sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und fühlen sich dadurch sehr erstklassig an. Allerdings wird man beim Analogstick ein wenig skeptisch. Dort hat man nämlich das Gefühl, dass die Verbindung zwischen Stickmitte und dem Rand irgendwann nachgibt und abbricht. Durch die Saugnäpfe und den speziellen Folien unter den Buttons können die SteelSeries Gaming Controls jederzeit und beliebig oft verwendet werden. Die Tasten funktionieren auf jedem kapazitiven Display und offensichtlich wird auf jegliche Software verzichtet. Theoretisch funktioniert daher jedes Spiel, wobei es natürlich Spiele gibt, bei denen das Ganze weniger Sinn macht. Man platziert durch leichtes Drücken die Gaming Controls auf die Aktionsbuttons des jeweiligen Spiels. Allerdings sollte man zuerst das Spiel starten, da die Aktionsbuttons bei jedem Spiel anders liegen. Dadurch, dass die Buttons die haftende Folie besitzen, halten diese bombenfest auf dem Display und lassen sich somit nicht bewegen. Beim Analogstick hingegen sind nur die Saugnäpfe verbaut, die leider diesen Superhalt wie bei den Buttons nicht gewährleisten können. Hier kann es schon einmal passieren, dass sich der Stick von seiner Position verschiebt, wenn man ihn zu fest in eine Richtung drückt. Die Funktion der Gaming Controls ist so simpel wie genial. Mittels der Saugnäpfe des Analogsticks und die haftende Oberfläche der Buttons erhält der Spieler ein haptisches Feedback. Dies erfolgt nach einem ganz einfachen Prinzip. Durch das Drücken der Tasten bewegt sich ein Bolzen, der wiederum für euch den Touchscreen-Aktionsbutton bedient. Somit habt ihr als Spieler immer eine physische Rückmeldung und müsst nicht ständig auf eure Finger schauen. In meinem Test jedoch konnte ich unter anderem Need for Speed, Dead Trigger, GTA Vice City und FIFA 12 auf dem Tablet sowie Hill Climb Racing und Trial Extreme auf dem Smartphone ohne weitere Probleme testen. Besonders bei Need for Speed sind für mich die Gaming Controls nicht mehr wegzudenken, da sich hier mein Spielspaß enorm gesteigert hat. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Die SteelSeries Gaming Controls sind eine nette Spielerei, bei dem ein ausgeklügeltes Konzept dahinter steht. Leider muss ich hier sagen, dass mich der Analogstick ein wenig enttäuscht hat, da sich dieser immer wieder auf dem Display verschieben lässt. Das mag zwar bei einigen Spielen wie zum Beispiel GTA nicht so schlimm sein, weil sich hier der Navigationsbereich bei dem Spielen auf dem ganzen Display verteilt, aber Spiele wie zum Beispiel FIFA, da sitzt er fest an einer Stelle und da wird es ganz schön nervig, dass ich ihn immer wieder an die richtige Stelle rücken muss. Jedoch muss ich sagen, bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Das hat zum einen den Grund, dass sie wirklich für jedes Spiel eingesetzt werden können und den Spielspaß durch das haptische Feedback wirklich steigern können. Mit rund 20 € sind die Gaming Controls eine gute Alternative zum Free Gaming Controller. Wer sie also nicht so viel ausgeben möchte, der kann sich die Teile zulegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Falls ihr noch Fragen zum Produkt habt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail unter omar@geekworldtv.de. Das war's jetzt von mir. Wir sehen uns das nächste Mal. Adios.